Wir haben hier so zwergenhafte Bithalter, wo man sich bei jedem Mal, wenn man ein Bit braucht, in der großen Werkzeugkiste, jedes Mal die Finger abbricht und es ist immer Chaos. Das stellen wir jetzt ab durch ein einfaches Brett, wo die reinkommen, wo sie leicht rein und raus gehen. Hier muss man immer gewaltsam ziehen, am besten mit der Zange. Das ist alles nix. Das machen wir jetzt mal ordentlich. So, das hier ist der Ort des Geschehens und das sind diesen lustigen Bithalter hier drin. Es ist zwar schön und nett, dass da so viele sind, aber es ist immer Chaos. Die Nullpunkte haben wir angefahren. Jetzt tun wir das hier noch positionieren und fräsen da unser Teil raus. Werkzeuge sind 4 mm Einschneider bei ja, ca. 15.000 Umdrehungen. Vorschub ist zwischen 15 und 20 mm pro Sekunde. Werkzeuge habe ich alle vermessen. Ja. Und du mal starten.
So, fertig ist das erste Teil. Da passen jetzt garantiert die Bits wunderbar rein. Das testen wir gleich mal. Ha. Leicht Luft, damit sie leicht rein rausgehen, weil diese Fingernägelabbrecherei, die ging mir echt auf den Keks. So, jetzt machen wir noch das zweite. Und das hänge ich hier ans Video hinten dran. Jetzt sind sie frisch lackiert, einfach schwarz, und dann bleiben die auch so. Wir tun sie jetzt bestücken und dann räumen wir sie in die Kiste. Dann gucken wir mal, ob das auch passt, was wir da gemacht haben. Das macht ja mal einen guten Eindruck. Vor allen Dingen jetzt finden wir auch was da drin. Vorher war das alles Kraut und Rübe. Naja, anderes Thema, warum das so war. Gut. Ich wünsche euch was, euer MechaPlus-Team.